Herzlich willkommen in unserem Ausstellungsraum. Hier werden in regelmäßigen Abständen Ausstellungen unserer historischen und besonderen Bestände gezeigt. Dieses Video gibt einen Einblick in die Ausstellung über den Astronomen, Arzt und Bremer Wilhelm Olbers. Wilhelm Olbers entdeckte mehrere Himmelskörper und machte Bremen somit als Wissenschaftsstadt bekannter. Diese Ausstellung zeigt Teile seines Nachlasses und beschäftigt sich mit seiner Arbeit als Wissenschaftler und Vertreter Bremens. Wilhelm Olbers wurde 1758 in Abergen geboren und wuchs in Bremen auf. Er studierte Medizin und arbeitete fast sein ganzes Leben als Arzt in Bremen. Olbers hatte 2 Kinder und einer seiner Nachfahren gründete das heute bekannte Bremer Focke-Museum. Er blieb bis ins hohe Alter wissenschaftlich aktiv und starb 1840 im Alter von 81 Jahren. Olbers interessierte sich sehr für Naturwissenschaften und arbeitete ab 1781 fast 40 Jahre lang als Arzt in Bremen. Er beschäftigte sich auch mit neuen Heilmethoden seiner Zeit, wie zum Beispiel dem tierischen Magnetismus, den er jedoch nicht medizinisch erklären konnte. Als Arzt war er außerdem in den bekanntesten Kriminalfall Bremens, den der Gesche Gottfried, involviert. Er untersuchte sowohl einen der getöteten Ehemänner als auch einen Sohn der bekannten Giftmörderin. Obwohl Olbers bei späteren Verhören angab, sich nicht mehr zu erinnern, beschrieb er jedoch diese Zeit in einem Brief als schrecklich. Zwischen 1811 und 1813 übernahm Olbers politische Aufgaben für Bremen. Im Rahmen dieser Tätigkeit wurde er als politischer Vertreter zur Taufe von Napoleons Sohn eingeladen. Napoleon selbst hörte schon vor einem persönlichen Kennenlernen von Olbers, da seine Arbeiten ihn über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten. Damals gehörte Bremen zum französischen Kaiserreich. Olbers vertrat seine Stadt in Frankreich und reiste auch nach Paris. Da die Bremer Mode nach dem Urteil der Pariser Modehändlerin gar nicht bestehen konnte, musste Olbers notgedrungen viel Geld für Kleidung ausgeben, was ihm, als bescheidenen, soliden Bremer, gar nicht lieb war. Zahlreiche entsprechende Rechnungen befinden sich in seinem Nachlass. Um 1800 arbeiteten Astronomen viel über den Briefwechsel und über Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften zusammen, um Bahnen von Himmelskörpern vollständig bestimmen zu können. Olbers war Teil dieses wichtigen Netzwerkes. Er tauschte sich regelmäßig mit bekannten Wissenschaftlern wie Carl Friedrich Gauss, Alexander von Humboldt und Friedrich Wilhelm Bessel aus. Sein Nachlass in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen umfasst daher fast 4000 Schriftstücke. Durch diesen Schriftverkehr mit den unterschiedlichsten Wissenschaftlern prägte Olbers die Entwicklung der Sternkunde und machte die Stadt Bremen europaweit zu einem Zentrum der Astronomie. Obwohl Olbers eigentlich Astronom war, interessierte er sich für viele Bereiche der Naturwissenschaft. Er beobachtete und dokumentierte über mehrere Jahre das Wetter und gilt so auch als Vorreiter der modernen Meteorologie. Auch gab er sein Wissen an die Bremer Bevölkerung weiter und hielt Vorträge zu Themen aus der Physik, der Chemie und der Meteorologie. Olbers beschäftigte sich auch mit Alltagsfragen, wie zum Beispiel, wie hoch eine Kerze stehen müsse, um seinen Arbeitstisch auszuleuchten, oder mit der Wahrscheinlichkeit, seine eigene goldene Hochzeit zu erleben, und untersuchte diese Fragen mit wissenschaftlichen Methoden. Die herausragendsten Leistungen erbrachte Wilhelm Olbers auf dem Gebiet der Astronomie. Schon lange vermuteten Astronomen weitere Himmelskörper zwischen Mars und Jupiter. Im Jahr 1800 wurde in Lilienthal eine europäische Arbeitsgruppe zur Auffindung dieser gegründet. Zu den 24 Mitgliedern zählte unter anderem auch Olbers. Olbers fand 1802 den Himmelskörper Ceres wieder, nachdem dieser 1801 zuvor von einem italienischen Astronomen entdeckt wurde und dann jedoch verloren ging. Außerdem entdeckte Olbers die Zwergplaneten Pallas 1802 und Vesta 1807. Bei allen Entdeckungen halfen Olbers Berechnungen von Carl Friedrich Gauss sowie die Zusammenarbeit mit anderen Astronomen. Diese Entdeckungen machten sowohl ihn berühmt, als auch Bremen als Wissenschaftsstadt bekannter. Olbers beobachtete den Himmel von seiner eigenen Sternwarte im Obergeschoss einer Bremer Wohnung heraus, die er 1799 einrichten ließ. Dort dokumentierte er seine Beobachtungen und führte genaue Berechnungen mit Hilfe astronomischer Instrumente durch. Zu diesen Instrumenten gehörte auch ein Teleskop. Bei diesem ausgestellten Teleskop handelt es sich vermutlich um ein Originalstück aus Olbers Besitz, welches eine Leihgabe des Focke-Museums ist. Teil der privaten Sternwarte war auch eine Bibliothek mit den wichtigsten Titeln zur Astronomie auf Deutsch, Französisch und Latein. Olbers astronomische Erfolge gehen auf jahrelange und sorgfältige Beobachtungen, Literaturrecherchen und Berechnungen zurück. Und was ist heute noch von Wilhelm Olbers überliefert? Olbers war der berühmteste Bremer zu seiner Zeit und wurde schon zu Lebzeiten vielfach geehrt. Er erhielt zahlreiche hohe Auszeichnungen und feierte 1830 sein goldenes Doktorjubiläum. Zu diesem Anlass beschloss der Senat eine Büste.
1850 wurde sogar ein Denkmal in den Bremer Wallanlagen zur Ehrung von Olbers aufgestellt, das heute noch besichtigt werden kann. Heute erinnern die Olbers-Gesellschaft, das Olbers-Planetarium und sein Nachlass in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen an sein Leben und seine Arbeit. Dies war nur ein kurzer Einblick in unsere Ausstellung. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Ebenso gibt es zur Ausstellung einen Begleitband, den Sie erwerben können. Wir freuen uns, wenn wir Sie bei einer der nächsten Ausstellungen begrüßen dürfen.